Herzlich willkommen zum neuen Video bei Berghuhn. Wir sind heute in der Nähe von Oberammergau unterwegs und der Clemens hat jetzt dann einfach schon mal sein Bikepacking-Setup ans Fahrrad montiert, um einfach mal die Performance zu testen. Heute geht es um das Bikepacking-Setup vom Specialized Comp Carbon. Das letzte Mal gab es das Bikepacking-Setup vom Specialized Schiesel, dem Mountainbike, dem Hardtail. Und heute gehen wir einfach mal die Taschen durch. Das ist jetzt das Luxus-Setup, das heißt mit Zelt, mit Schlafsack, Isomatte. Es geht natürlich auch noch etwas minimalistischer, aber genau. Wir haben es ja gern bequem. Wir wollen ja auch übernachten, deswegen zeigen wir euch jetzt mal die Lösung, wo wir sagen würden, da ist alles dabei, was man wirklich für eine mehrtägige Tour braucht. Das ist dann eigentlich schon fast wurscht, ob das 3 Tage sind oder so eine ganze Woche. Das ändert sich dann von uns nichts mehr vom Setup. Also hier ist jetzt eine komplette Campingausrüstung drin, sprich wir haben ein Zelt, das ist hinten drin. Wir haben vorne an den Gabeln auch noch für den Abend, für den Camp, Schlafsack und Isomatte jeweils auf einer Seite, sowie noch ein Seiteninlay für den Schlafsack. Allerdings, man sieht schon, diese Gabeltaschen sind deutlich kleiner als beim letzten Mal mit dem Mountainbike. Da gehen wir jetzt davon aus, wir sind im Sommer unterwegs, so wie heute, es ist warm. Wir sind nicht irgendwie in lebensbedrohlichen Höhen unterwegs, wo es arschkalt ist über Nacht, dass wir einen richtig warmen Schlafsack brauchen. Deswegen können beide Teile relativ klein sein. Also die Isomatte ist relativ klein und der Schlafsack auch. Der ist halt für sommerliche Temperaturen gedacht. Deswegen geht es mit kleinen Forkpacks. Fangen wir doch einfach mal vorne an. So, schauen wir nochmal vorne zum Lenker. Da haben wir eine Tasche befestigt, die habt ihr vielleicht in einem älteren Video schon von uns gesehen. Und zwar ist das eine ganz normale Lenkertasche von Ortlieb. Die Ultimate 6 heißt die. Die hat, ich glaube, 7 Liter Inhalt. Die gibt es schon ewig lang. Ist jetzt keine spezielle Bikepacking-Tasche. Die hatte allerdings ein geniales Befestigungssystem, dieses Click-Fix-Befestigungssystem. Ich nehme es auch mal hier weg. Dann sieht man ganz schön, es wird hier mit so einem Kabel, das kunststoffbeschichtet ist, einfach angeschraubt. Und damit ist das bombensicher. Auch wenn das gar nicht so aussieht, hat es den großen Vorteil, dass man selbst wenn man im Gelände unterwegs ist, dass das hält. Die Tasche kann man mit 5 Kilo beladen, was echt unglaublich viel ist bei einem Volumen von 7 Liter. Und jetzt kommt eigentlich das Schöne, deswegen finden wir es beide fürs Bikepacking absolut klasse. Die hat einen Magnetverschluss. Wenn ich das hier aufmache, so, ist es offen mit einem Handgriff. Das hat hier so eine Stabilisierung aus Kunststoff drin, deswegen behält es auch schön die Form. Das ist ein großer Inhalt, unheimlich praktisch, um da Sachen, vor allem Essen reinzupacken, wo man während der Fahrt mal schnell ran möchte oder eine Kamera, wo Judith gerade filmt. Die kann man in einem Handgriff hier rausnehmen und zu ist auch. Man hat es gehört, klack, jetzt ist sie fest, da geht auch nichts runter. Wir haben am Anfang gedacht, da fällt was raus, wenn man so im Gelände fährt. Nee, gar nicht. Man kann die wieder einhängen. Man hängt die erst oben ein. So, und drückt hier aufs Knöpfchen. So, das war's. Schon ist sie fest. Also die wackelt zwar so ein bisschen, aber da passiert überhaupt nichts. Und jetzt kommt das wirklich Schöne. Man hat durch diesen Adapter hier vorne viel Platz mit den Händen. Und das ist etwas, was ich super finde oder was wir beide super finden. Ich kann hier, egal wo ich den Rennlenker anfasse, selbst mit Handschuhen funktioniert das. Ihr seht ja schon, ich habe hier mehrere Zentimeter noch Abstand. Genauso hier in der Oberlenkerposition habe ich genügend Abstand und stoße hier nicht an. Es gibt eine andere Tasche, die habt ihr im letzten Mountainbike-Bikepacking-Video schon gesehen. Das war die Egress Pocket von Revelate Design. Die ist dafür gedacht, über eine Lenkerrolle vorne noch drauf befestigt zu werden. Das funktioniert theoretisch hier auch. Die könnte man hier mit Riemen direkt am Lenker festmachen. Allerdings liegt die dann direkt am Lenker an und unten hier vorne hängt sie irgendwo so ein bisschen in der Luft. Da fehlt der Gegenhalt. Also wackelt sie immer ein bisschen umeinander. Finde ich nicht so schön. Und was mich am meisten stört ist, dass mir diese Griffposition hier oben im Prinzip komplett fehlt. Weil hier liegt die Tasche an. Also da komme ich nicht mehr richtig hin. Ich muss immer sehr weit außen greifen. Deswegen finde ich diese Kombination nicht günstig, obwohl die Tasche an sich super ist. Die Tasche eben hat den Vorteil, dass die wunderbar passt. Und wir hatten sie schon. Wir wollten uns auch keine neue kaufen. Okay, nächste Tasche. Das ist der Mac-Tank, ebenfalls von Revelate Design. Ist eine Oberrohrtasche, die hat ungefähr 1 Liter Volumen. Die hat auch einen magnetischen Verschluss, was super praktisch ist. Hier mache ich es auf. Und wenn man jetzt reinguckt, wir haben hier drin die Powerbank, auch die kennt ihr. Taschentücher, Ladekabel, ein Ladestecker und jetzt ist immer noch ausreichend Platz für bestimmt 3 oder 4 Riegel. Oder wenn es wirklich regnet, könnte man auch das Smartphone noch mit reinpacken. Also meins passt gerade noch rein, ist ein bisschen kleiner. Und zu geht's. So, jetzt hat es geklackt, damit ist es fest. Die ist zumindest regendicht, solange es nicht extrem schüttet, dann könnte hier vorne schon ein bisschen Wasser reinkommen. Wir würden also immer Elektronik trotzdem noch in der Plastiktüte verpacken, aber grundsätzlich ist die sogar wasserdicht und sie hält
dank des relativ breiten Oberrohrs vom Diverge jetzt wirklich perfekt. Ja, sehen wir uns noch die nächste Tasche an. Die ist von Evok. Auch die haben wir ja schon mal vorgestellt in einem anderen Video. Das ist eigentlich eine Rahmentasche. Die wird normalerweise unten befestigt, aber man kann sie genauso gut auf den Kopf drehen und oben befestigen. Hat natürlich den Nachteil, der Reißverschluss ist jetzt hier unten. Und wenn ich jetzt aufmache, ich mache das gerade mal, während der Fahrt würde ich es nicht empfehlen. Hier haben wir lauter Müsli-Riegel drin. Mal aufpassen, dass nicht die ganze Soße, die ganze Chose hier rausfällt. Also man sieht es hält. Es ist voll mit Müsli-Riegel. Ich glaube, es wiegt 1 Kilo, die kleine Tasche, weil es wirklich rammelvoll ist. Sehr praktisch dafür. Und sie ist auch zumindest regengeschützt, also wirklich wasserdicht glaube ich nicht, dass sie ist. Wir haben es ehrlich gesagt ein paar Mal schon im Regen eingesetzt, aber es hat nicht so extrem geschüttet, dass es wirklich durchgegangen wäre. Also bei uns war sie tatsächlich sogar dicht. Das ist eine Fronttasche hier, und zwar eine Forkpack. Die kann man an der Gabel befestigen, deswegen auch dieser Name. Und es wird befestigt mit solchen Cargo Cages. Da gibt es ja verschiedene. Ich habe das letzte Mal im Video vorgestellt mit dem Mountainbike. Da waren die von Salsa. Die waren relativ groß und es gibt inzwischen auch kleinere Versionen. Das ist das Beispiel von Tailfin. Die haben sehr schlanke Cargo Cages im Angebot, die sehr gut, finde ich, zu so einem Gravelbike passen. Und die passen auch sehr gut von der Größe her mit dieser Tasche zusammen. Also das ist jetzt eine Salsa-Tasche, die passt aber perfekt von der Form her drauf und wird dann hier mit diesem Fix Plus Riemen festgemacht. Man kann die eben hier durchfädeln. Hier vorne ist so ein Webbing aufgenäht. Dann kann man den Riemen hier durchfädeln. Geht ein bisschen stramm, aber das macht nichts. Und das Schöne ist, erstmal ist alles wasserdicht in diesen Seesäcken und diese Riemen halten wirklich bombensicher. Man kann selbst Offroad damit fahren. Ich habe es auch mit dem Mountainbike schon ausprobiert. Hält wirklich bombig. Da rüttelt nichts, da scheppert nichts. So, und jetzt ist es schon wieder drauf und fertig. Und die andere Seite funktioniert ganz genauso. Dann sehen wir uns die Rahmentasche an. Da muss ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Habe ich euch im letzten Video schon gezeigt, was da drin ist. Hier ist im Prinzip genau das Gleiche drin. Also hauptsächlich die schweren Sachen sind immer in der Mitte vom Bike befestigt, einfach um einen günstigen Schwerpunkt zu haben. Da ist jetzt drin ein bisschen Werkzeug. Erste-Hilfe-Set habe ich drin. Eine Luftpumpe habe ich drin, weil die relativ lang ist. Die passt nicht in den Rahmen. Und was habe ich noch drin? Was zu essen. Also überschüssiger Platz nutze ich da immer für Essen. Nüsse, Müsli, alles was relativ schwer ist, was kompakt ist, was man aber auch gut reinstopfen kann, wo ja, sonst nichts passieren kann, nichts auslaufen kann. Das ist alles hier immer in der Mitte in der Tasche befestigt. Die hat einen großen Reißverschluss, kann man reinschauen. Ja, nichts Spannendes, habe ich beim letzten Mal schon vorgestellt. Was noch interessant ist, sehen wir uns das auch nochmal an, Thema Wasser. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier 3 Flaschenhalter standardmäßig dran zu befestigen. Ihr habt ja gesehen, am Mountainbike hatte ich sogar eine 1,5 Liter Flasche dran. Die passt hier nicht hin. Aber ich habe hier standardmäßig Flaschenhalter und kann 3 große Flaschen mit jeweils ein 3/4 Liter drauf machen, was wirklich super praktisch ist. Das Alleinstellungsmerkmal vom Diverge mit diesem Rahmen habe ich ja auch schon vorgestellt. Man kann diesen mittleren Flaschenhalter hier rausnehmen. Das zeige ich nochmal im Detail. Indem man das hier aufmacht, dann nehme ich das hier raus und habe diese SWAT Door. Habe ich auch schon beim letzten Mal vorgestellt. Und hier ist eben auch nochmal meine Werkzeugkiste sozusagen drin. Mein ganzes Werkzeug, was ich normalerweise nicht brauche, und ein Ersatzschlauch. Da muss ich normalerweise nicht hin, deswegen ist das da sehr gut im Schwerpunkt verstaut. Schauen wir uns hinten das Heck an. Das ist das von Tailfin, das Aeropack X. Das haben wir auch schon ausführlich vorgestellt. Eine stabilisierte Satteltasche. Die ist ebenfalls wasserdicht, hat oben einen Rollverschluss. Kann ich nachher noch einmal kurz zeigen, wie man es öffnet. Aber im Prinzip habe ich es vorgestellt. Das Praktische an dem Ding ist, sie wackelt eben nicht. Deswegen finden wir die super und besser als eine normale Satteltasche, die irgendwie immer sich hin und her bewegen kann. Hat ein Volumen von bis zu, glaube 19 Liter. Also riesengroß, wenn man es maximal ausdehnt. Ich habe hinten, was wir noch ergänzt haben, eine Halterung fürs Licht, fürs Rücklicht. Das ist immer sehr praktisch, dass man nicht lange suchen muss, wenn man irgendwo im Dunkeln unterwegs ist oder durch einen Tunnel mal fährt. Da drin ist jetzt hauptsächlich Campingausrüstung bzw. für den Abend zum Übernachten. Also da ist jetzt Zelt drin, Zeltunterlage, mein Kulturbeutel ist drin, meine Kleidung für den Abend, wobei ich da nicht wahnsinnig viel dabei habe. Ich habe hauptsächlich für oben nochmal eine warme Jacke dabei, also ein Vlies, ein zweites Merino-Unterhemd zum Wechseln und ja, ein paar Kleinteile noch, aber sonst eigentlich nichts. Hauptsächlich für den Abend. Oh, Handschuhe und Mütze, stimmt, die habe ich auch noch drin. Okay. Gut, was ihr jetzt gesehen habt, ist natürlich ein sehr luxuriöses Setup. Minimalistisch geht auf jeden Fall anders.
Wenn du jetzt eine feste Unterkunft hättest, Clemens, auf was würdest du jetzt verzichten? Naja, ich würde auf jeden Fall das Zelt weglassen. Auf das kann ich natürlich dann getrost verzichten. Das ist nämlich vom Volumen her schon mindestens die Hälfte von dem Aeropack, vielleicht sogar 2/3, was das an Platz einnimmt. Und vorne an der Gabel, die beiden Forkpacks könnte man auch weglassen und damit jede Menge Platz und auch Gewicht reduzieren. Würdest du das Evok-Taschel mitnehmen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich finde es zwar sehr praktisch. Ich habe es vor allem deswegen dabei, wenn man länger unterwegs ist, dass man einfach nochmal zusätzlich Platz hat für Riegel. Und dafür ist es wirklich super geeignet. Man könnte natürlich auch Werkzeuge so reinpacken, aber besser ist es, man hat weniger dabei. Je leichter, desto besser. Darum geht es ja auch beim Bikepacking. Und die Ortlieb-Fronttasche, würdest du die weiterhin mitnehmen? Die finde ich extrem praktisch, ja. Vor allen Dingen auch im Regen, dass man schnell auf und zu machen kann, nicht lang irgendwie einen Seesack öffnen muss. Deswegen würde ich die tatsächlich, glaube ich, mitnehmen. Es sei denn, ich mache nur eine Tagestour. Dann kann ich natürlich noch viel weniger Gepäck mitnehmen. Aber für eine richtige Tour würde ich die, denke ich, schon mitnehmen. Ich meine, wir haben ja auch eine Evok-Fronttasche, die von der Breite her auch ähnlich ist wie die Ortlieb-Tasche hier. Leider passt sie nicht auf diesen Lenker. Genau, das Problem, das haben wir letztes Mal im Video schon gesehen, ist, wenn man diese Tasche vorne am Lenker befestigt durch diese geschwungene Form von speziell diesem Hoover-Modell, klemmt man sich irgendwie immer die Kabel vorne ein und das liegt einfach nicht richtig an. Deswegen ist das leider nicht die ideale Lösung. Ansonsten schick wäre es nämlich. Hoover. Ja, ich glaube, das war es jetzt zum Video. Ich hoffe, wir haben euch den Unterschied zeigen können. Es ging jetzt mal ums Mountainbike, also Bikepacking mit dem Mountainbike, auch bei schlechterem Wetter in den Bergen, wo man wirklich ein bisschen mehr Ausrüstung braucht. Ich zumindest, sonst friert es mich. Ich möchte nicht frieren. Ich auch. Deswegen war da etwas mehr Gepäck dabei. Diesmal sind wir im Sommer unterwegs, das ist deutlich wärmer und da haben wir weniger Gepäck dabei. Deswegen ja auch vorne die beiden Schlafsack und Isomatte viel kleiner als beim letzten Mal. Okay, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt uns gerne einen netten Kommentar, Thumbs up, gerne auch abonnieren, da freuen wir uns auch sehr. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.